Hallo zusammen und willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Anna. Hallo Anna und ich bin Max. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Max, wie geht es dir heute? Mir geht es super, danke. Und dir? Mir geht es auch sehr gut. Heute haben wir ein richtig leckeres und wichtiges Thema. Oh ja, Essen macht jeden glücklich. Und heute sprechen wir darüber ausführlich auf Deutsch. Also Anna, was lernen wir heute? Heute sprechen wir über deutsches Essen und Trinken. Das ist nicht nur mega lecker, es ist auch sehr kulturell und wichtig. Deutsche Küche ist viel mehr als nur Bratwurst und Sauerkraut. Das ist völlig falsch. Deutsche Küche ist vielfältig, regional unterschiedlich und köstlich. Genau. Wir lernen typische deutsche Gerichte aus allen Regionen, Restaurantphrasen für echte Situationen. Geschmacksadjektive zum perfekten Beschreiben, Essensgewohnheiten verstehen. Plus, wie man über Essen spricht, das ist super wichtig für Gespräche und für Freundschaften. Deutsche lieben es, über Essen zu diskutieren. Über Rezepte, neue Restaurants, regionale Spezialitäten. Und wir gehen virtuell in ein authentisches deutsches Restaurant mit echten Dialogen, mit realistischen Situationen. Mit all den wichtigen Phrasen, die ihr braucht. Bevor wir anfangen, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke für neue Videos. Das hilft uns wirklich sehr. Und teilt das Video mit allen Feinschmeckern und Deutschlernern. Perfekt. Bist du hungrig auf deutsches Essen, Anna? Ich bin total bereit. Lass uns gemeinsam essen gehen. Liebe Zuschauer, hört diesem authentischen Restaurantdialog zu. Anna und ich bestellen typisch deutsches Essen. Das wird sehr realistisch. Guten Abend. Haben Sie einen Tisch für 2 Personen? Ja, gerne. Folgen Sie mir bitte. Hier ist Ihr Tisch. Die Speisekarte bekommen Sie gleich. Vielen Dank. Anna, was möchtest du trinken? Ich hätte gerne ein Weißbier. Das ist typisch bayerisch. Und du, Max? Für mich bitte einen Apfelschorle. Das ist sehr typisch deutsch. Apfelschorle ist überall in Deutschland beliebt, besonders im Süden. So, haben Sie schon gewählt? Ja, ich hätte gerne das Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Das ist ein Klassiker. Ausgezeichnete Wahl. Und Sie? Und ich nehme die Sauerbraten mit Rotkohl und Klößen. Das sind sehr traditionelle deutsche Gerichte aus Süddeutschland. Das Schnitzel sieht fantastisch aus. Das Fleisch ist so dünn und knusprig. Wie ist der Sauerbraten, Anna? Fantastisch. Das Fleisch ist so zart und der Rotkohl ist perfekt gewürzt. Das ist echte deutsche Hausmannskost. Deutsche Küche ist wirklich sehr vielfältig. Möchtest du noch ein Dessert? Oh ja, ich hätte gerne einen Apfelstrudel mit Vanillesoße. Das ist österreichisch, aber in Deutschland auch sehr beliebt. Und für mich bitte eine Schwarzwälder Kirschtorte. Das ist ein deutscher Klassiker. Schwarzwälder Kirschtorte kommt aus der Schwarzwaldregion. Sie hat Kirschen, Sahne und dunkle Schokolade. Einfach köstlich. Das war sehr authentisch, oder Max? Genau. So isst man wirklich in deutschen Restaurants. So funktioniert echte deutsche Esskultur. Und jetzt lernen wir alle wichtigen Essenwörter detailliert. Okay, jetzt lernen wir die wichtigsten Essen- und Trinkenwörter. Das ist sehr praxisorientiert. Zuerst die deutschen Mahlzeiten. Das ist die Grundstruktur des deutschen Tages. Das Frühstück, das ist morgens zwischen 7 und 9 Uhr. Deutsch bedeutet Early Breakfast oder Morning Meal. Das Frühstück ist wichtig in Deutschland.
Viele essen Müsli, Brot, Käse, Aufschnitt, Marmelade mit Kaffee oder Tee. Das Mittagessen, das ist zwischen 12 und 14 Uhr. Das ist die Hauptmahlzeit in Deutschland. Viel wichtiger als Abendessen. Das Mittagessen ist warm und groß. Fleisch, Gemüse, Kartoffeln oder Nudeln. Das Abendessen, das ist zwischen 18 und 20 Uhr. Das Abendessen ist oft kalt in Deutschland. Brot mit Aufschnitt, Käse, Gemüse, eine Bockwurst oder Fischbrötchen. Das ist anders als in vielen Ländern. Der Nachmittagskaffee, das ist zwischen 15 und 16 Uhr. Das nennt man auch Kaffeestunde mit Kaffee und Kuchen. Das ist sehr deutsch, besonders bei älteren Menschen. Und am Wochenende Sonntagsbrunch. Das ist zwischen 9 und 12 Uhr sonntags. Lange, gemütliche Mahlzeiten mit der ganzen Familie. Repetiert mit uns das Frühstück, Das Mittagessen. das Abendessen. Super! Jetzt typische deutsche Hauptgerichte. Diese sind absolut essentiell. Schnitzel. Das ist dünnes Fleisch, paniert und gebraten. Das Wiener Schnitzel ist besonders berühmt, Es kommt ursprünglich aus Österreich. aber in Deutschland super beliebt. Mit Kartoffelsalat oder Kartoffeln. Sauerbraten, das ist Rindfleisch in saurer Soße. Mit Gewürzen wie Pfeffer und Wacholder gekocht. Der Geschmack ist sehr speziell, leicht süßlich und sauer gleichzeitig. Bratwurst, das ist eine Wurst aus Schweinefleisch. Die bekannteste Wurst in Deutschland. Mit Senf und Brot gegessen oder mit Kartoffelsalat. Hähnchen, Huhn, gegrilltes oder gebratenes Hähnchen, besonders am Samstag beliebt, mit Kartoffelecken gegessen, Forelle oder Fisch, typisch in Bayern am See. Gebraten oder gedünstet mit Kartoffeln und Gemüse. Königsberger Klopse, Fleischbällchen in Kapernsoße. Ein Klassiker mit Kartoffeln oder Reis, Rouladen, Rinder- oder Schweinefleisch gerollt mit Füllung, mit Gemüse gefüllt, in brauner Soße gekocht, mit Kartoffeln serviert. Eintöpfe, Fleisch mit Gemüse und Kartoffeln im Topf. Sehr bodenständig, sehr deutsch, besonders im Herbst und Winter. Maultaschen, schwäbische Spezialität. Wie italienische Ravioli, aber größer. Fleisch, Kraut, Spätzle drin. In Gemüsebrühe gekocht. Spätzle, schwäbische Nudeln, dicker und weicher als normale Nudeln. Mit Käse und Zwiebeln, Käsespätzle, Sauerbraten essentiell. Schnitzel essentiell. Das sind die 2 Top-Gerichte. Jetzt deutsche Beilagen. Diese gehen mit jedem Hauptgericht. Kartoffeln, das Lieblingsbeilagengericht der Deutschen. Gekocht, gebraten, als Salat, als Puffer. Kartoffelpuffer. Frittierte Kartoffelpuffer. Kartoffelsalat mit Vinaigrette oder Mayonnaise. Sehr süddeutsch mit Vinaigrette und Brühe. Sehr süddeutsch mit Mayonnaise und Gurke. Rotkohl, rotes Kraut, leicht süßlich, mit Äpfeln und Gewürzen gekocht. Zum Sauerbraten perfekt. Sauerkraut. Fermentiertes Kraut. Sauer und knackig. Mit Wurst gegessen. Gemüse, Möhren, Brokkoli, Blumenkohl. Gekocht oder geröstet, Reis, weiß oder braun. Mit asiatisch-deutschen Gerichten. Nudeln, Bandnudeln oder Macaroni. Mit Fleischsoße, Klöße, Knödel, Kartoffel- oder Weißbrotklöße. Mit Fleischsoße, sehr lecker. Suppenbeigaben. Nudeln, Reis, Einlage mit Brühe. Pilze, Champignons, Pfifferlinge, in Rahm gekocht. Pilzrahm. Mit Fleisch. Jetzt Getränke, mega wichtig. Bier, das deutsche Getränk.
Pilz, Weizenbier, Dunkelweizen. Über 100 Liter pro Person pro Jahr. Der Oktoberfest ist berühmt weltweit. Wein, deutscher Wein ist hochwertig. Weißwein, Rotwein, Rosé. Rhein und Mosel sind berühmt für Wein. Sekt, deutsche Champagner für Feierlichkeiten. Apfelschorle, Apfelsaft mit Sprudel. Sehr typisch deutsch, besonders im Süden beliebt. Vitamin C reich. Wasser, stilles Wasser oder mit Kohlensäure. Deutsche trinken viel Sprudel. Sprudel ist Wasser mit Kohlensäure. Das ist anders als in vielen Ländern. Kaffee, sehr beliebt am Morgen und am Nachmittag mit Kuchen. Tee, besonders grüner Tee oder Kräutertee. Mit Honig, mit Milch. Saft, Orangensaft, Apfelsaft, frisch gepresst am liebsten. Limonade, süße Getränk, Fanta, Sprite, Cola, eher für Kinder. Kakao, heiß im Winter mit Milch. Sehr beliebt. Im Restaurant die wichtigsten Phrasen. Diese braucht ihr wirklich. Haben Sie einen Tisch für 2 Personen? Basic question. Ich hätte gerne. The most polite way to order. Ich hätte gerne ein Schnitzel mit Kartoffelsalat. Ich hätte gerne ein Glas Weißwein. Könnte ich bitte? Even more polite. Könnte ich bitte die Speisekarte haben? Könnte ich bitte noch einen Kaffee bekommen? Dürfte ich? Formal and very polite. Dürfte ich bitte die Rechnung haben? Dürfte ich noch ein Bier bekommen? Ich nehme. Direct way to order. Ich nehme das Schnitzel. Ich nehme einen Apfelschorle. Was empfehlen Sie? Was kann der Kellner empfehlen? Das Haus Special. Das Spezialitätengericht. Wie schmeckt? Dash taste the question. Das ist sehr lecker. Positive Response. Das ist köstlich. Delicious. Das ist sehr gut. Very good. Das ist fantastisch. Minus fantastic. Das ist hervorragend. Exzellent. Ich mag. I like. Ich mag deutsches Bier. Ich mag Schnitzel sehr. Ich esse gerne. I like to eat. Ich esse gerne Fisch. Ich esse gerne frisches Gemüse. Ich trinke gerne. I like to drink. Ich trinke gerne Kaffee. Ich trinke gerne Apfelschorle. Das schmeckt. How it tastes. Das schmeckt salzig. Das schmeckt süß. Das schmeckt scharf. Das schmeckt bitter. Das schmeckt umami. Savory. Es ist zu... It's too... Es ist zu salzig. Es ist zu süß. Es ist zu scharf. Es ist zu fettig. Der Geschmack ist. The taste is. Der Geschmack ist intensiv. Der Geschmack ist mild. Der Geschmack ist angenehm. Die Textur ist. The texture. Die Textur ist knusprig. Die Textur ist weich. Die Textur ist zart. Die Textur ist fest. Würzen Sie bitte. With seasonings. Mit Salz und Pfeffer. Mit Kräutern. Mit Zitrone. Mit Essig. Jetzt Geschmacksadjektive. Diese sind mega wichtig. Lecker, tasty, delicious. Das Essen ist lecker. Das ist lecker, köstlich, delicious. Der Nachtisch ist köstlich. Sehr gut. Very good. Das ist sehr gut. Fantastisch, fantastic. Das Fleisch ist fantastisch. Hervorragend. Exzellent. Das ist hervorragend. Zart, tender, soft. Das Fleisch ist zart. Das Gemüse ist zart. Knusprig, crispy. Das Schnitzel ist knusprig. Die Kartoffeln sind knusprig. Saftig, juicy. Das Fleisch ist saftig.
Würzig, spicy, flavorful. Der Sauerbraten ist würzig. Mild, mild. Das ist nicht zu scharf, sehr mild. Frisch, fresh. Das Gemüse ist frisch. Der Fisch ist frisch. Salzig, salty. Das ist zu salzig. Süß, sweet. Das Dessert ist sehr süß. Bitter, bitter. Der Kaffee schmeckt ein bisschen bitter. Umami, savory. Das ist das 5. Geschmackelement. Fleisch ist sehr umami. Käse ist sehr umami. Pilze sind umami. Zu intensiv, too strong. Der Geschmack ist zu intensiv. Zu mild, too bland. Das schmeckt zu mild. Mehr Gewürze. Laulig, lukewarm. Der Kaffee ist laulig geworden. Kalt, cold. Das Eis ist perfekt kalt. Heiß, hot. Die Suppe ist sehr heiß. Diese Adjektive sind essentiell. Jetzt schauen wir uns die Grammatikstrukturen genauer an. Das ist wichtig. Für Vorlieben benutzen wir das Verb essen oder trinken mit gerne. Ich esse gerne Pizza, ich trinke gerne Kaffee, ich esse gerne deutsches Essen, ich trinke gerne deutsches Bier, wir essen gerne zusammen, sie trinken gerne Wein. Im Restaurant verwenden wir den Konjunktiv. Das ist höflicher und respektvoller. Ich hätte gerne ein Schnitzel, nicht ich will ein Schnitzel. Das ist viel höflicher. Könnte ich bitte even more polite? Dürfte ich bitte very formal? Vollständige Restaurantsätze. Ich hätte gerne ein Schnitzel mit Kartoffelsalat und einen Apfelschorle. Bitte. Das ist ein perfekter Restaurantsatz. Für Geschmack benutzen wir das Verb schmecken. Das schmeckt gut, das schmeckt fantastisch. Mir schmeckt das Essen. Dir schmeckt die Suppe. Das schmeckt mir sehr gut. Oder das Verb mögen. Ich mag deutsches Bier. Sie mag Schnitzel. Wir mögen Sauerbraten. Adjektive vor Nomen ändern sich. Ein gutes Essen, eine leckere Suppe, ein köstlicher Nachtisch, deutsche Gerichte, leckere Kartoffeln. Das ist kompliziert, aber wichtig. Mit dieser Struktur klingt ihr wie echte deutsche Feinschmecker. Jetzt kommt etwas Faszinierendes über deutsche Esskultur. Das müsst ihr verstehen. Deutsche essen sehr strukturiert. Das ist die Grundkultur. Frühstück um 7, 8, 9 Uhr. Mittagessen um 12, 1, 2 Uhr. Abendessen um 6, 7, 8 Uhr. Immer zur gleichen Zeit. Das ist nicht flexibel wie in vielen Ländern. Das Mittagessen ist warm und die Hauptmahlzeit. Das ist anders als English Lunch. Deutsche essen mittags warm, mit Fleisch, Gemüse, Kartoffeln. Das ist die wichtigste Mahlzeit. Abends gibt es oft nur Brot mit Aufschnitt, Käse, Schinken, Wurst, mit Tee oder Kaffee. Das überrascht viele Ausländer, aber das ist sehr deutsch. Deutsche trinken sehr viel Bier, über 100 Liter pro Person pro Jahr. Das ist unglaublich. Bier ist ein kulturelles Symbol. Pils im Norden, Weizenbier im Süden. Zur Lederhose in Bayern. Das Oktoberfest ist weltberühmt. München im September, riesiges Fest. Aber auch Apfelschorle ist sehr deutsch. Apfelsaft mit Sprudel gemischt. Besonders im Süden. Sehr erfrischend. Sehr gesund. Jede Region hat ihre Spezialitäten. Bayern, Weißwurst, Brezeln, Leberkäse, Schwaben, Maultaschen, Spätzle, Laugenbrezel. Hessen, Frankfurter Würstchen, Apfelwein. Norddeutschland, Fischbrötchen, Labskaus, Matthias Hering. Berlin, Currywurst, Berliner Pfannkuchen, Eintopf. Köln, Halve Hahn, Sauerbraten, Kölschbier. Das ist die Vielfalt Deutschlands.
Regionale Küche ist sehr wichtig. Deutsche sind sehr stolz auf ihr Brot. Es gibt über 3000 verschiedene Brotsorten. 3000! Das ist unglaublich. Vollkornbrot, Mischbrot, Weißbrot, Roggenbrot, Haferbrot, Sonnenblumenbrot. Brot ist echt Kultur. Mit Aufschnitt gegessen zum Frühstück. Oder als Abendbrot mit Butter, Marmelade, Honig. Sonntagsbrunch ist sehr beliebt. Das ist eine deutsche Institution. Lange, gemütliche Mahlzeiten mit Familie. Von 9 bis 12 Uhr. Mit vielen verschiedenen Sachen. Käse, Wurst, Fisch, Gemüse. Verschiedene Brote. Kaffee und Kuchen. Das dauert Stunden. Das ist gemütlich. Das ist ein deutsches Wort. Es bedeutet cozy, comfortable, pleasant all together. Im Restaurant ist es normal, lange zu sitzen und zu reden. Das nennt man gemütlich. Deutsche sitzen gerne 2-3 Stunden im Restaurant. Essen langsam, trinken, reden. Das ist nicht gehetzt wie in vielen Ländern. Das ist Kultur. Das ist Genuss. Diese Esskultur zu verstehen, hilft beim Integrieren. Wenn du deutsche Freunde fragst zum Essen gehen, sie werden dich total akzeptieren. Über Essen sprechen öffnet alle Türen in Deutschland. Jetzt seid ihr dran, unsere große Essen-Challenge. Beschreibt euer Lieblingsessen auf Deutsch in den Kommentaren. Das ist eure Chance, ausführlich zu schreiben. Zum Beispiel, mein Lieblingsessen ist Spaghetti Carbonara. Das schmeckt fantastisch mit viel Parmesan und Schinken. Ich esse das gerne am Freitagabend mit Freunden. Dazu trinke ich ein Glas Weißwein. Die Textur der Pasta ist perfekt, nicht zu hart, nicht zu weich. Der Geschmack ist intensiv und würzig. Oder ich esse sehr gerne Sushi. Das ist frisch und gesund. Mit Sojasauce und Wasabi. Dazu trinke ich grünen Tee oder Sake. Sushi ist mein absolutes Lieblingsgericht. Oder mein Lieblingsgericht ist Schnitzel mit Kartoffelsalat. Das schmeckt köstlich und ist sehr deutsch. Das Fleisch ist so zart und knusprig. Das Kartoffelsalat ist cremig und lecker. Ich esse das im Restaurant oder meine Mutter macht es zu Hause. Benutzt deutsche Geschmacksadjektive. Lecker, köstlich, zart, knusprig. Erzählt auch, wo ihr am liebsten esst. Zu Hause, im Restaurant, im Café, bei Freunden, mit wem ihr zusammen esst. Alleine, mit Familie, mit Freunden, mit Partner. Wie oft ihr es esst. Jeden Tag, jede Woche, manchmal. Nur zu besonderen Anlässen. Deutsche lieben es, über Essen aus anderen Kulturen zu lernen. Wir antworten auf jeden Kommentar und erzählen euch ähnliche deutsche Gerichte. Vielleicht können wir sogar Rezepte austauschen. Das wäre fantastisch. Schreibt jetzt gleich, wir haben schon Hunger auf eure ausführlichen Beschreibungen. Lass uns kurz wiederholen, was wir heute alles gelernt haben. Das war viel Information. Wir haben über deutsches Essen und Trinken gesprochen. Das ist ein köstliches Thema. Die wichtigsten Phrasen waren, ich hätte gerne, das schmeckt. Wie schmeckt? Mir schmeckt. Plus typische deutsche Gerichte. Schnitzel, Sauerbraten, Bratwurst, Spätzle, Maultaschen, plus Restaurantvokabeln und Geschmacksadjektive, plus deutsche Esskultur, strukturierte Mahlzeiten, Brotliebe, Gemütlichkeit, Bier trinken. Plus regionale Spezialitäten aus Bayern, Schwaben, Norddeutschland. Das alles hilft euch in jedem deutschen Restaurant. Genau. Essen verbindet Menschen überall. Essen ist universell. Essen ist Kultur. Und vergesst nicht unsere leckere Challenge. Schreibt eure Essensgeschichten in den Kommentaren. Das wäre fantastisch. Hat euch dieses köstliche Video geholfen? Dann gebt uns einen Daumen hoch.
Das zeigt YouTube, dass Essen-Themen sehr beliebt sind und es hilft anderen Deutschlernern. Abonniert unseren Kanal für mehr Alltagsdeutsch mit praktischen Videos und aktiviert die Glocke. Teilt das Video mit allen, die deutsches Essen probieren wollen. Gutes Essen macht alle Menschen glücklich, überall auf der Welt. Das war's für heute. Danke für dieses köstliche Video. Ja, jetzt haben wir alle Hunger. Geht schön Deutsch essen. Probiert Schnitzel, Sauerbraten, Maultaschen. Trinkt deutsches Bier oder Apfelschorle. Und sprecht auf Deutsch. Am Freitag sprechen wir über deutsches Wetter und Jahreszeiten. Das wird auch sehr praktisch für Smalltalk. Wetter ist ein super Gesprächsthema. Bis dahin, probiert deutsches Essen und sprecht darüber. Mit Familie, mit Freunden und schreibt eure Food Stories. Wir sind so neugierig. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Viel Spaß beim Essen. Tschüss zusammen. Auf Wiedersehen. Bis bald bei Einfach Deutsch.